Stell dir vor, du könntest in die Vergangenheit reisen, Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende zurück, um vergangene Leben zu entdecken, die du gelebt haben könntest. Ich weiß, das klingt vielleicht nach Science Fiction, doch was, wenn ich dir sage, dass es vielleicht gar nicht so abwegig ist, wie du vielleicht denkst? In diesem Video erkunden wir die verborgenen Ecken unserer Existenz. Wir tauchen gemeinsam in das Rätsel der Reinkarnation ein und stellen uns die Frage: Kannst du dich an das vergangene Leben erinnern? Mach dich bereit, denn wir sind gleich dabei, die Grenzen deines Bewusstseins zu erweitern. Und zudem gehe ich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Kontext ein. Sei also gespannt, wie wir dieses spannende Thema beleuchten werden. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Video möchte ich mit dir über dieses wundervolle Thema Wiedergeburt reden. Und ich möchte dir die verschiedenen Möglichkeiten zeigen, wie du dich an frühere Leben erinnern kannst. Zudem werden wir das Thema Wissenschaft natürlich noch ein bisschen dran docken, also freu dich drauf. Und ich möchte gar nicht zu viel drüber reden, sondern ich möchte gleich in die ganze Methodik einsteigen, was es da alles gibt. Doch bevor wir starten, lass mir ein Like da, schreib mir einen Kommentar, um den Kanal zu unterstützen, Algorithmus aufzubauen, damit wir das Thema Bewusstsein noch bewusster in die Welt tragen. Also starten wir gleich mit der ersten Methode, mit der gängigsten Methode, um frühere Leben zu sehen. Und bevor wir da eintauchen, ganz kurz, glaubst du an frühere Leben? Ja? Hast du vielleicht schon mal ein früheres Leben gesehen durch eine Methode? Wenn ja, schreib es mir auch in die Kommentare rein und dann lass uns gleich starten. Ja? Also, das erste Thema oder die erste Methodik ist die typische Hypnose bzw. Rückführungstherapie. Ja. Ich selber habe ja eine Hypnose-Diplom-Ausbildung gemacht, auch eine LBL-Ausbildung von Michael Newton, wo es um das Leben zwischen den Leben geht, weil ich ja die Thematik in meine ganze Arbeit im Brainwave 3D reinstecke, und da ist natürlich diese Ausbildung sehr wichtig für mich und da habe ich mich sehr intensiv damit befasst. Es gibt sogar im Brainwave 3D App eine eigene Frequenz, wo es um das Thema frühere Leben geht. Wenn dich das interessiert, kannst du dir dort auch anschauen. Ja. Und Hypnose wird auf jeden Fall sehr oft zur Erforschung von vergangenen Leben verwendet. In einer Trance kann man Erinnerungen an vergangene Leben sozusagen herbeirufen, das kann auftauchen, und in der speziellen Rückführungstherapie nutzt man eben Hypnose, um Menschen in vergangenen Leben zu führen und ungelöste Probleme oder Aussichten auf was auch immer zu heilen. Und da gibt es eben die typische Rückführung in frühere Leben und dann gibt es die LBL, also Life Between Life Rückführung von Michael Newton, wo es um die Leben zwischen den Leben geht. Ja. Und da hat er durch eine Hypnose, wo er jemanden nicht gut in Hypnose bringen konnte, dann eine tiefere und längere Induktion gemacht mit mehr Visualisierung, und dann hatte die Person so tief gehabt, dass er plötzlich dann doch ins frühere Leben gekommen ist, und dann dachte er sich dann im früheren Leben, gehen wir mal zu dem Tod und dann schauen wir, was passiert. Ja. Und dann war es sehr, sehr spannend, dann hat er erzählt, was ist passiert nach dem Tod, und dann hat er diese Methode bei anderen Menschen angewendet und schlussendlich, ich glaube, es waren über 400.000 Menschen mit anderen Hypnosetherapeuten, die diese Methode angewendet haben, und plötzlich haben alle dasselbe erzählt, unabhängig von ihrer Religion, von Kultur, von Ort und Alter und Co. Und das war dann sehr, sehr spannend. Er hat das in den Büchern Die Reisen der Seele niedergeschrieben, die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu und die ganzen Studien, die damit durchgeführt haben. Schau dir auf jeden Fall das Ganze an. Nächste Methode ist das Thema Meditation und Träume. Ja, manche können in der Meditation, in einer tiefen Trance, frühere Leben und Meditationszustände herbeiführen, kann auftreten. Es gibt viele Meditationstechniken, die darauf abzielen, im vergangenen Leben zu erleben. Oft geht es um Trance in Kombination mit einem hohen DMT-Spiegel, und wenn man sich so in den Unterbewusstsein öffnet und die Erinnerungen, die da sind, enthüllt. Ja? Und jetzt kommt der Teil,
der die Leute oft an den Rand des Sofas treibt, und zwar Ayahuasca. Ja. Ayahuasca und andere Entheogene. Ja. Das ist eine heilige Pflanze, und andere Substanzen können tiefgehende Erfahrungen auslösen, einschließlich Einblicke in vergangene Leben herbeiführen. Ja. Die Teilnahme an so einer Ayahuasca-Zeremonie sollte auf jeden Fall unter einer Anleitung eines erfahrenen Führers oder Schamanen erfolgen. Aber hey, es ist nicht nur das, sondern es gibt auch andere Wege, vergangene Leben zu erforschen. Ich selber muss auch sagen, ich war mal bei einer Ayahuasca-Zeremonie und kam selber in einen Bewusstseinszustand, wo ich mich erinnern konnte an meine früheren Leben, an meinen Zustand, den ich hatte, bevor ich da war, und an anderes Bewusstsein. Und zwar bin ich in dieser Erfahrung an frühere Leben gekommen und konnte dann eine Art erweitertes Bewusstsein erleben und habe auch in dieser Nacht mein Buch geschrieben, also das große Mysterium. Ja. Zumindest ein Großteil davon, und dann hat sich das Ganze dann weiterentwickelt im Laufe der nächsten Jahre, bis es dann schlussendlich dann ein Gesamtbild ergeben hat. Ja. Das nächste Thema ist Akashic Records Reading. Das ist so eine Art Akasha-Chronik lesen. Es gibt Menschen, die können sich in Trance versetzen und können in frühere Leben gehen. Das ist ein spirituelles Konzept, welches besagt, dass alles, was geschieht, in einer Art Datenbank gespeichert wird, einschließlich aller deiner vergangenen Leben, und ja, so eine Art nicht physische Server. Und einige Menschen glauben, dass es Aufzeichnungen gibt und dass sie darauf zugreifen können, um Einblicke in vergangene Leben zu gewinnen. Ja. Es gibt eigene Menschen, die darauf spezialisiert sind und so weiter. Ja. Das Thema hat noch einen anderen Aspekt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar, das nennt man sozusagen Rückführung, ja, dass man geht selber zum Hypnosetherapeuten, der macht mit dir eine Rückführung, und dann gibt es noch eine Rückführung, die anders gemacht wird, und zwar die Person, die die Rückführung durchführt, führt sie nicht an dir durch, sondern wenn Menschen sehr medial sind, können sie auch eine stellvertretende Rückführung machen. Das bedeutet, dass du dorthin gehst und du hast ein Erstgespräch, und dann geht diese Person mit sich selbst in Trance, wenn sie sehr medial ist, und schaut in dein Leben rein. Zum Beispiel kenne ich da jemanden, der sehr, sehr gut da drin ist. Ich werde dir den Kontakt unter diesem Video verlinken, wenn dich das interessiert. Klappt sehr, sehr gut. Ich habe das auch schon machen lassen und von anderen gehört, was da passiert. Das ist unglaublich, was für Ergebnisse sie produziert. Das heißt, sie geht selber in Trance und sieht deine früheren Leben, und du bekommst dann eine Audioaufnahme, die dauert mehrere Stunden, und sie geht dann alles durch und erzählt dir alles, und das hat eine komplette Synchronizität mit deinem eigenen Leben. Da geht es um deine Themen und so weiter und so fort. Sehr, sehr spannend, und kann ich deine Person auf jeden Fall empfehlen, weil oft muss man dann hinfahren zum Therapeuten und dann selber in Trance gehen, dann kommt man selber nicht in Trance und so weiter, und da ist so eine mediale Person, die das stellvertretend für dich macht, unglaublich toll. Also da machst du ein Erstgespräch über Zoom, und dann kriegst du ein paar Tage später deine Audioaufnahme, und dann hast du noch ein Nachgespräch, und dann hast du oft ein eigenes Paket und Themen, mit denen du gleich arbeiten kannst. Also kann für viele eine unglaubliche Hilfe sein. Ja. Und dann gibt es natürlich die spirituelle Regression, über die ich vorhin schon gesprochen habe, also LZL oder LBL, Life Between Life, die Lebens zwischen den Leben, Regression von Dr. Michael Newton. Also kannst du auch hingehen, es ist eine eigene Hypnoseform, gibt es eigene Menschen, die darauf ausgebildet sind, die diese Art der Hypnose machen und die dich in diesen Zwischenzustand bringen und Einblicke eben da reingeben. Ja? Und bevor wir weitermachen und in die wissenschaftliche Thematik eintauchen, habe ich vorhin schon erwähnt, kannst du das auch für dich selbst machen. Und zwar, es gibt von mir das Gate-Programm, und im Gate-Programm gibt es das Gate 16, nennt sich Breakthrough, Rückführung in frühere Leben. Das ist eine tiefen Trance, wo du selber frühere Leben hast, und ich habe das früher in meinen Seminaren auch den Teilnehmern vorgespielt, und ich habe sehr, sehr viele Teilnehmer gehabt, die mir dann berichten konnten von früheren Leben, dass sie dort waren, und sie haben sogar den Namen bekommen, und dann haben die gegoogelt, und dann hat es diese Person gegeben und so weiter. Das war sehr, sehr spannend, also funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Schau
einfach im App Store nach Brainwave 3D oder unter dem Video findest du in der Videobeschreibung einen Link dazu, da kannst du die App kostenlos runterladen und 7 Tage lang testen. Da kannst du das auf jeden Fall dann testen. Es hilft auf jeden Fall in die Thematik einzutauchen, dein Bewusstsein zu erweitern. Und wie gesagt, du kannst 7 Tage testen und schauen, vielleicht passiert bei dir auch etwas. Ja. Aber zurück zum Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse dahinter. Also Studien und Forschungen, wie zum Beispiel die von Dr. Ian Stevenson und Hunderten, haben hunderte Fälle dokumentiert, in denen Kinder spezifische Erinnerungen an vergangene Leben hatten, die sich verblüffend genau erwiesen haben. Ja. Und ich selber habe ja einen Sohn und dass der, ich glaube, so 1,5 Jahre war, da gibt es eine eigene Kinderhypnose vor Technik, habe ich ihm mit dieser Methode, die sehr, sehr simpel geht, einfach mal gefragt. Die geht sehr einfach, und zwar Beispiel, das Kind baut Lego und sagt, ich baue jetzt gerade eine Burg. Und dann fragst du ihn während dem Bauen, kannst du dir mal vorstellen, dass du mal in einer Burg gelebt hast? Ja? Und dann fangen die Kinder an, ja, ich war doch schon mal in einer Burg. Aber du weißt ja selber, dass das Kind noch nie in einer Burg war. Und dann fängst du an zu dem, wie hat denn die Burg ausgesehen? Und dann bringst du ihn durch visuelle Bilder in einer Art Kindertrance, und dann fängt das Kind zu reden und dann stellst du spezifische Fragen und dann fangen die Kinder plötzlich an zu erzählen, und da kann man unglaubliche Erkenntnisse, und da haben die Kinder erzählt, dass sie zum Beispiel früher für die Heizung zuständig waren in der Burg, und dann konnte das 1,5-jährige Kind genau erklären, dass es Hohlräume zwischen den Wänden gab und er war fürs Feuer zuständig. Und wenn das Feuer ausging, dann konnte man das nicht mehr hochfahren, die Burg. Also dann war es den ganzen Winter kalt und lauter solche Sachen. Und wenn man dann googelt und diese Heiztechnik der alten Burgen anschaut, dann war das genau so. Alleine mein Sohn hat mir angefangen zu erzählen, dass er auf einem anderen Planeten war, dass er in eine Falle getappt ist und jetzt musste er dann auf der Erde inkarnieren. Und dann hat er plötzlich angefangen, eine komplett andere Sprache zu sprechen. Das war so crazy, und dann denkt man sich so, crazy, weil warum spricht er gerade eine andere Sprache? Und flüssig, also da denkt man sich so, unglaublich, also da muss was dran sein. Ja? Und wie gesagt, der Dr. Ian Stevenson hat hunderte Fälle dokumentiert, wo das Ganze spezifisch dokumentiert wurde, wissenschaftlich sogar. Ja? Und in der Wissenschaft sagt man, hast du eine statistische Signifikanz von über 51%, dann muss etwas dran sein. Ja? Dann gibt es natürlich auch das karmische Verständnis dazu. Das Konzept der Wiedergeburt ist eng mit dem Karma verbunden. Also die Idee, dass unsere Handlungen in einem Leben Einfluss auf das nächste Leben haben könnten und so weiter. Das ist durchaus ein Verständnis unserer eigenen vergangenen Leben. Können wir das Thema Karma klären und auch heilen. Ja? Und natürlich seelische Erinnerungen. Es gibt Menschen, die haben einfach eine Erinnerung an ihr voriges Dasein. Ja. Manchmal kann man Zugang zu Erinnerungen haben, eben zum Beispiel durch Ayahuasca-Erfahrungen, wie ich schon erwähnt habe, oder ein vergangenes Leben oder starke emotionale Situationen oder Phobien, Déjà-vus und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen, wo man einfach in diese Thematik tiefer tauchen könnte. Ja. Dann gibt es natürlich noch spirituelle Praktiken. Ja, das heißt, manchmal können wir Zugang zu Erinnerungen durch emotionale, durch Übungen aus dem Tantra, durch Yoga, buddhistische Meditationstechniken rausholen und eben Zugang zu früheren Leben haben. Ja. Dann gibt es natürlich noch Wahrnehmung und Intuition schärfen, also wenn du deine eigene Wahrnehmung, deine Bewusstseinswahrnehmung und deine Intuition schärfst, dann kannst du auch mit der Zeit Übungen machen, die das tun, und lernen eben subtile Hinweise deines Körpers, deines Geistes, dein Bewusstsein zu erweitern und eben so auch spirituelle vergangene Leben zu erkunden. Also es erfordert aber ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, Achtsamkeit und eben diese Zeichen zu erkennen und zu interpretieren. Ja. Es ist wichtig, dass du diese Methoden sorgfältig und eine Anleitung, die ich dir vorgestellt habe, mit Fachleuten durchführst. Die Empfehlung für eine Rückführung, die sozusagen outgesourced ist, wo die Person das macht, habe ich dir unter dem Video verlinkt nochmal als Tipp.
Und es kann sehr wohl Sinn ergeben, sich mit dem früheren Leben zu beschäftigen, weil dann wirst du oft eine Synchronizität zu deinem eigenen Leben haben. Du wirst viel mehr dich selbst mit dir selbst verbinden. Über Astralreisen zum Beispiel kann man auch wundervoll frühere Leben erkunden. Ich habe da ja auch die Astralreisen Academy, wo ich dir auch über die Träume beibringen kann, wie du in deinen Träumen dich an frühere Leben erinnern kannst. Und ich hatte selber tausende Träume, wo ich in einem Traum war, in einer Gegend, wo ich plötzlich bewusst wurde und mir dachte so, wow, da war ich, bevor ich Mensch wurde, war ich hier schon tausendmal. Und wenn du das in einem Traum komplett bewusst erleben kannst, dann muss doch etwas am früheren Leben dran sein, ja. Und ich denke mal so, dass jedes Leben eine Chance bietet, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und dieses Wachstum zum kollektiven Bewusstsein beiträgt, ja. Und ich persönlich denke mal so, viele fragen sich auch das Thema, warum habe ich dann keine Erinnerung an meine früheren Leben, ja? Aber ganz ehrlich, würdest du Erinnerung haben an dein früheres Leben, ja? Wir hätten jeden Tag tausende Geburtstage zu feiern. Wir hätten so viel zu tun, so viele Verbindungen. Wir könnten uns gar nicht auf unsere Lebensaufgabe fokussieren, wenn wir mit allen, mit denen wir verbunden sind, dann die komplette Erinnerung haben. Das wäre doch komplett Overload fürs Gehirn und du könntest nicht die Erfahrung deines eigenen Lebens mit deinem Plan, was du dir ja gemacht hast, machen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, alles zu vergessen, Reset zu drücken und dann dich komplett wie eine Blume neu zu entwickeln aus einem Samen, der vom vorigen Baum, vom letzten Sommer sozusagen heruntergefallen ist. Ja. Unabhängig davon hättest du bei jedem Tag Geburtstag tausende Geschenke, du wärst arm, wenn du für alle Geschenke besorgen müsstest. Ja. Also jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Ja. Ich will dir bzw. euch hier kein Bullshit verkaufen, ja. Ist das Ganze wissenschaftlich wirklich fundiert, ja? Das werden wir uns in einem der nächsten Videos ansehen. Freue dich drauf, wenn wir noch tiefer in die Wissenschaft eintauchen. Und ich bitte dich nochmal im letzten Kommentar, wo du mir deine persönliche Meinung zu diesem Thema Wiedergeburt, frühes Leben reinschreibst. Es gibt sogar einen tollen Film von einem guten Freund von mir, von Thomas Schmelzer, eine DVD. Wiedergeburt heißt der Film. Schaust dir an, sehr, sehr spannend, wundervoller DVD, wundervoller Doku. Kannst auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Schreib mir unten in den Kommentaren deine Meinung. Hast du vielleicht schon mal eine Rückführung gehabt? Konntest du in deiner Methode dein früheres Leben sehen? Wer warst du? Was hast du erlebt? Schreib es mir in den Kommentaren rein. Mach das sozusagen bekannt. Unterstütze meine Arbeit, indem du einen Kommentar lässt, indem du das Like da lässt. Und wie gesagt, wenn du sagst, ich soll das Ganze lieber stellvertretend machen, in der Videobeschreibung findest du einen Kontakt, die ich dir unten reingeschrieben habe, wo du das Ganze machen kannst, mal ein Erstgespräch durchführen kannst und auf der anderen Seite gibt es noch die Möglichkeit, in meiner Brain of 3D App die Gate 16 Breakthrough anzuhören und dort vielleicht mal schauen, was passiert. Die kostenlose Version. Also, vielen Dank fürs Zusehen, danke fürs Liken, danke fürs Teilen, danke fürs Kommentieren und ich freue mich sehr, dich im nächsten Video wiederzusehen. Lass dich überraschen, was da noch auf dich zukommt. Also bis bald. Ciao.